Max hatte den Großteil seines Lebens damit verbracht, durch die Straßen zu streifen, von Essensresten zu leben und Schutz zu suchen, wo immer er ihn finden konnte. Doch das Schicksal hatte einen Plan für Max, einen Plan, der sein Leben für immer verändern würde. An einem kühlen Abend, als die Sonne unter den Horizont sank, kuschelte sich Max in seine bescheidene Hundehütte am Rande der Stadt. Erschöpft von seinen Tagesabenteuern schloss er die Augen und schlummerte ein. Doch als die Nacht dunkler wurde, wurden Max' friedliche Träume abrupt unterbrochen. Er schreckte auf, erschrocken von der sengenden Hitze und den knisternden Flammen, die seine Hundehütte verschlangen. Sein Herz raste vor Angst, als er erkannte, dass er gefangen war, sein einziges Heiligtum verwandelte sich in ein Inferno. Mit einem verzweifelten Jaulen stürzte Max aus der brennenden Hundehütte und suchte verzweifelt nach Hilfe. Er huschte von einer Seite zur anderen, seine kleinen Pfoten trommelten auf dem kalten Bürgersteig. Seine Augen, voller Schrecken, flehten die Passanten an, sie sollten die drohende Gefahr erkennen. Doch die Menschen eilten vorbei, ihre Blicke abgewandt, ihre Herzen gleichgültig. Niemand bemerkte die Not des Welpen oder die Flammen, die seine Unterkunft verschlangen. Tränen traten Max in die Augen, als er sah, wie sein einziges Refugium zu Asche zerfiel. Voller Hoffnungslosigkeit brach Max auf den verkohlten Überresten seiner Hundehütte zusammen. Seine Schreie hallten in die Nacht, während er sein verlorenes Heiligtum beklagte. Die Welt fühlte sich unerträglich kalt und einsam an. Doch tief in Max' winzigem Herzen entzündete sich ein Funke Entschlossenheit. Er weigerte sich, der Verzweiflung nachzugeben. Mit seinen Augen, die den Horizont abtasteten, erblickte er in der Ferne einen Schimmer von Licht, ein kleines Dorf, eingebettet zwischen Bäumen. Als er sich dem Dorf näherte, fixierte Max' Blick ein Haus mit offener Tür. In einem Anflug von Instinkt stürzte er hinein, in der Hoffnung, dass das Schicksal ihn in Sicherheit führen würde. Seine winzigen Pfoten machten keinen Laut, als er auf Zehenspitzen über den Boden schlich und versuchte, sich in den Schatten zu vermischen. Die Tage vergingen, und Max blieb unter einem gemütlichen Bett versteckt, vor neugierigen Blicken geschützt. Das Haus war voller Betriebsamkeit, aber niemand bemerkte den winzigen Eindringling, der in den Schatten lauerte. Aus Angst, entdeckt zu werden, beschloss Max, unsichtbar zu bleiben. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für Maximal. Eines Morgens machte sich eine Frau namens Kira an ihre tägliche Routine des Putzens. Sorgfältig entstaubte sie jedes Möbelstück, ihre Augen suchten den Raum nach schmutzigen Flecken ab. Als Kira sich bückte, um unter dem Bett zu putzen, erblickte sie ein paar scheues Augen, die sie anstarrten. Ihr Herz machte einen Satz, und ein Keuchen entfuhr ihren Lippen. Da, unter dem Bett, war Max, eine vergessene und einsame Seele, die Zuflucht suchte. Kiras Augen wurden weich, als sie das müde, zerzauste Aussehen des Welpen beobachtete. Ohne zu zögern streckte Kira ihre sanfte Hand aus und bot dem verzweifelten Welpen eine Rettungsleine. Als Max in Kiras liebevolle Umarmung sank, erkannte er, dass die Reise vorbei war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.